Freunde zu haben ist etwas Gutes, wobei vielleicht sollte ich das ein klein wenig besser ausführen. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Freunden. Es gibt die Freunde, die gehen für dich durch dick und dünn, und dann gibt es die Freunde, die nicht einmal kontrollieren, ob die russische Oligarchennichte ordentlich lackierte Zehennägel hat. Also wer weiß, vielleicht muss man sogar diese Aussage ein bisschen relativieren. Aber eines sage ich ganz gleich vorneweg: Alles ist noch immer besser als Rob Lowe zum besten Freund zu haben. Zumindest, wenn man der Handlung des Films Bad Influence aka TODFREUNDE glaubt. Da tritt nämlich James Spader in genau diese Falle. Er trifft einen vermeintlich unglaublich netten Typen, der sich dann allerdings als wahnsinnig unnetter Typ herausstellt. Mehr möchte ich ehrlich gesagt über die Handlung an der Stelle gar nicht verraten / spoilern. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass TODFREUNDE aka Bad Influence von Regisseur Curtis Hanson ein wirklich spannender und interessanter Psychothriller ist. Hanson als Regisseur ist übrigens bekannt unter anderem durch seine Arbeit an den großartigen Thrillern LA Confidential bzw. den Oscar-Preisträger 8 Mile, wo Eminem tatsächlich nicht zur Oscarverleihung gegangen ist, sondern mit seiner Tochter Cartoons geschaut hat, weil er sich gedacht hat, deppert werden die sein und mir den Oscar geben. Ging dann wohl ein bisschen nach hinten los. Außerdem hat Curtis Hanson unter anderem den Film Die Wonder Boys im Jahr 2000 gedreht, wo die beiden Hauptrollen laut dem offiziellen Kinoplakat von Michael Tobey und Douglas McGuire gespielt werden. Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht das Thema des heutigen Videos. Nein, bei uns geht es immer noch um TODFREUNDE. Ein Film, der übrigens bis heute in England nur in einer zensierten Fassung erschienen ist. Und das ist tatsächlich einer der kuriosesten Zensurfälle, die mir in den letzten Wochen und Monaten über den Weg gelaufen sind. Wir wissen ja, dass das British Board of Film Classification ein klein wenig eigenwillig ist, was die Zensur betrifft, und tatsächlich waren es weder die Sex- noch die Gewaltszenen an TODFREUNDE, die sie gestört haben. Nein, es gab eine Szene, in der ein Auto so präpariert wurde, dass mehr oder weniger ein Draht von dem Rücklicht in den Tank geführt wurde, um beim Starten des Autos eine Explosion auszulösen. Sämtliche Aufnahmen von dieser Apparatur, sämtliche Hinweise darauf, wie dieser Trick funktioniert hätte, wurden einfach in circa 30 Sekunden Cuts aus dem Film entfernt, damit das ja niemand nachmacht. Glücklicherweise haben sie nicht andere, vielleicht nachmachbare, gewalttätige und verwerfliche Handlungen aus dem Film entfernt, wie beispielsweise Tankstellen ausrauben, Leute umbringen, Leute in Scheiße reiten und so weiter und so fort. Also das ist definitiv genau, was zum Teufel wollten die eigentlich? Naja, egal. Curtis Hanson hat auf jeden Fall mit TODFREUNDE einen spannenden Thriller inszeniert, der zwar zugegebenermaßen in der ersten Hälfte relativ lange braucht, bis er wirklich in Gang tritt, sobald dann allerdings die großen Konfrontationen zwischen Rob Lowe und James Spader und eben die Psychokomponente etwas größer rauskommen, da trumpft der Film dann wirklich auf. Da trumpft nämlich einerseits das gelungene Drehbuch mit den großartig geskripteten Charakteren auf, da trumpfen dann aber in erster Linie auch Lowe und Spader als absolut fantastische Schauspieler auf. Im deutschsprachigen Raum wurde der Film vor einiger Zeit von MGM auf DVD veröffentlicht, genauer gesagt im Jahr 2003 gab es die ungekürzte deutsche DVD-Auflage ohne Bonusmaterial. Die ist mittlerweile allerdings bereits vergriffen und im Marketplace von Amazon neu nur um ca. 15 € zu bekommen. Da trifft sich's doch gut, dass es im September 2019 zum allerersten Mal einen deutschen High-Definition-Release des Films auf Blu-ray gab. Genauer gesagt hat sich OFDB Filmworks die Rechte an dem Titel gesichert und veröffentlichte ihn vergangene Woche, genauer gesagt am 26. September 2019, in 2 verschiedenen Fassungen. Bei dem Mediabook mit dem Cover A handelt es sich um das alte amerikanische Kinoplakatmotiv. Eigentlich ein relativ gelungenes Motiv, das eben nicht nur Rob Lowe und James Spader, sondern auch eine weibliche Person zeigt und ein klein wenig die Spannungen zwischen den beiden Hauptcharakteren herausarbeitet, wobei, was mich ein bisschen irritiert an dem Cover, sie mich so anschauen. Limitiert ist dieses Mediabook übrigens auf 1000 Stück.
Außerdem gibt es noch Cover B, das ist wie bei OFDB-Filmworks gewohnt nicht auf 1000, sondern lediglich auf 333 Stück limitiert und zeigt ein alternatives Plakatmotiv zu dem Film, nämlich das, was damals als deutsches Kinoplakat verwendet wurde. Interessant ist aber einerseits bei diesem Cover, aber auch schon bei Cover A, dass die Namen bzw. der Titelschriftzug auf beiden Mediabooks mehr oder weniger gleich ist und die gleichen Fonts benutzt und demnach die Darstellung der Motive auf den deutschen Mediabooks ein bisschen von den Originalen abweicht. Das ist allerdings nur eine absolute Kleinigkeit. Ich freue mich auf jeden Fall am Anfang dieser Woche hier im Blu-ray-Check auf Playzocker Reviews euch das limitierte Cover B Mediabook von Bad Influence aka TODFREUNDE näher vorzustellen. Ich gebe zu, Bad Influence war wieder mal einer von diesen Titeln, wo ich mir bei der Coverwahl gar nicht einmal so leicht getan habe. Im Endeffekt wurde es dann allerdings doch das Cover B mit dem alten deutschen Kinoplakat, weil das für mich dann doch noch etwas näher an den Coverstil, der mir persönlich gefällt, kommt, nämlich reißerische, gezeichnete Motive. Ich bin lediglich froh, dass OFDB Filmworks nicht auf die Idee gekommen ist, das alte MGM-DVD-Cover zu verwenden, weil das war irgendwas, und das ist immer noch das Netteste, was ich darüber sagen kann. Persönlich bin ich ebenfalls kein allzu großer Fan, wie bereits vorher angemerkt, von dem Cover A-Motiv, weil mit Ausnahme der stechenden und beißenden Blicke der beiden Hauptdarsteller war das irgendwie ein bisschen seltsam. Interessanterweise, wenn ich jetzt auf das Cover B Mediabook blicke, dann merkt man, dass die Gesichtsausdrücke der beiden Hauptdarsteller hier ziemlich ähnlich sind mit denen auf dem Cover A, dass allerdings hier die Darstellung komplett anders ist. Einerseits, dass das Cover Artwork grundsätzlich eigentlich einfärbig ist und wie mit einer Farbrolle quasi, wenn man eine Mauer streicht, einfach so ein grüner Greenscreen drüber gemalt, über den dann dieses Bild einfach hineinkopiert wurde. Das passt irgendwie. Außerdem finde ich es relativ cool, wie die Gesichter der beiden Hauptdarsteller von diesem weißen Strich umgeben sind. Es gibt dem Ganzen ein bisschen einen Comic-Look. Außerdem sieht man beim näheren Hinsehen, dass es ein bisschen grob ist, dass es ein bisschen mehr körnig aussieht und ein klein wenig hat das Bild sowas von einem stilisierten Comic, aber in erster Linie ist es, und das war dann doch wahrscheinlich der Hauptgrund, warum mir dieses Cover-Artwork besser gefallen hat als das andere, einfach ein Cover, das nicht alltäglich wirkt. Da ist das Cover A schon eher 0815-mäßig, aber das ist definitiv ein Motiv, das man nicht alle Tage sieht. OFDB Filmworks hat das Bild auf jeden Fall sehr nett aufbereitet für das Mediabook-Cover, hat vor allem mit den Namen der beiden Hauptdarsteller oben und dem Filmtitel unten eine sehr schöne Aufteilung für dieses Cover und für den verfügbaren Platz gefunden, sodass hier ein Mediabook mit einem Frontcover entstanden ist, das mir sehr gut gefallen hat. Interessant finde ich übrigens auch den absoluten Bruch mit dem Spine, dass hier weder der dunkle Stil vom Backcover noch der helle Stil vom Frontcover fortgesetzt wird, sondern dass man hier auf die Farbe Rot zurückgegriffen hat, was meiner Meinung nach eigentlich auch sehr gut passt. Einziger minimaler Kritikpunkt ist, dass man hier auf der einen Seite ein bisschen noch das Backcover durchscheinen sieht. Die Abgrenzung zwischen Frontcover und Spine ist allerdings perfekt. Wobei aufgrund meines Wissens über produktionsbedingte Ungenauigkeiten und Unstimmigkeiten bei der Herstellung von Mediabooks muss ich darauf hinweisen, dass das natürlich bei anderen Mediabooks, die ihr dann vielleicht geschickt bekommt, nicht so deutlich sein muss wie bei den mir hier vorliegenden Abweichungen im Ausmaß von circa 1 mm bis einem halben Millimeter sind absolut normal in der Produktion. Schauen wir jetzt einmal aufs Backcover, da finden wir ebenfalls wieder ein relativ cooles Bild eigentlich von den beiden Hauptdarstellern mit der kurzen Inhaltsangabe des Films, mit den Informationen rund um das Bonusmaterial. So bietet dieser Release neben dem Film ausschließlich den amerikanischen Kinotrailer als Bonusmaterial, was eigentlich schade ist, weil in Amerika gibt es seit Mai 2016 bereits eine Blu-ray-Auflage von Shout Factory, wo neben dem Trailer auch ein Interview mit dem Autor David Koepp, das circa 30 Minuten lang ist, zu finden ist. Und das ist dann leider ein Feature, das auf der deutschen Blu-ray fehlt. Wir blättern jetzt einmal durch das Mediabook, öffnen es, finden an der Stelle leider bei meinem Exemplar einen kleinen Defekt, der versandbedingt passiert ist, wo hier der
die untere Klammer ausgerissen ist. Das ist aber definitiv etwas, das nicht leicht passieren sollte. Immerhin handelt es sich hierbei um ein hochwertig produziertes Mediabook mit eingehefteten Booklet. Da braucht es schon wirklich starke Stöße beim Versand, dass da irgendwas daneben geht. Wir entfernen einmal auf der linken Seite die Blu-ray, auf der rechten Seite die DVD und finden das Innenartwork mit den beiden Hauptdarstellern auf beiden Seiten identisch vor. Ist nicht wahnsinnig super, aber wir können trotzdem zumindest anmerken, dass wenn die beiden Discs in den Trays drinnen sind, man das eigentlich kaum merkt, weil eben Rob Lowe hier zum Beispiel auf dem Frontcover des Mediabooks zu sehen ist und James Spader auf dem Backcover. Ohne die Discs merkt man es natürlich sehr deutlich, dass hier zweimal dasselbe Bild verwendet wurde. Was allerdings in meinen Augen irgendwie recht cool ist, ist, dass das Innendesign mit diesem roten Touch ein kleines bisschen an den Spine des Mediabooks erinnert. Jetzt wird es allerdings an der Zeit, durch das Mediabook zu blättern. Das enthält ein Booklet mit einem Text geschrieben von Thorsten Hanisch und wie von OFDB-Filmworks gewohnt, hat man hier einen sehr großartigen, professionellen Look bei dem Booklet geschaffen, der mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr an ein altes Buch erinnert. Jetzt einmal natürlich ausgenommen die fotografierten Szenenbilder, aber der Text von Thorsten Hanisch ist meiner Meinung nach extrem lesenswert und extrem hervorragend aufbereitet und zusammengefasst, bietet mit eben dem coolen Design einen sehr schlichten, aber sehr ansprechenden Look und ist nach dem Genuss des Films auf jeden Fall lesenswert und auf jeden Fall eine gelungene Ergänzung zu dieser VÖ. Bad Influence wurde im Jahr 1990 gedreht und feiert damit nächstes Jahr seinen 30. Geburtstag. Und irgendwie... Ich weiß, dass das nicht unbedingt nur was Tolles sein kann, deswegen freue ich mich auf jeden Fall ganz besonders darauf, euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von OFDB-Filmworks direkt zu zeigen, einfach nur um zu schauen, ob der Film vielleicht nicht doch ein klein wenig besser gealtert ist als ich. Allerdings muss ich genauso wie bei diesem Video darauf hinweisen, dass ich in Natur noch viel schöner bin. Dass ich diese Bilder zwar alle selbst gemacht und nicht irgendwie bearbeitet, verfremdet oder geliftet habe, nein, aber ich musste sie natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen durch die zusätzlichen Kompressionsvorgänge die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Trotzdem, finde ich, bekommen wir hier einen sehr guten Einblick in den HD-Transfer und das erste, was mir ganz besonders deutlich auffällt, ist Bad Influence sieht auf der deutschen Blu-ray so aus wie sehr viele Filme, die MGM Ende der 80er bis Anfang der 90er produziert hat. Das Bild ist definitiv sehr scharf und sehr detailreich, macht auch einen natürlichen Eindruck mit kräftigen, natürlichen Farben und einem grundsätzlich dynamischen Kontrastumfang, bietet allerdings bei ganz besonders hellen Flächen vielleicht leichte Überstrahlungen, beziehungsweise kann in dunklen Bildbereichen nicht mehr absolut perfekt durchzeichnet sein. Außerdem macht sich die Körnung des verwendeten Bildmaterials mit, sagen wir mal, mittelstarken Unruhen bemerkbar. Ganz vereinzelte Defekte und sonstige Störungen machen sich ebenfalls bemerkbar. Und das Einzige, was mir bei diesem HD-Bild im Vergleich zu ganz vielen anderen High-Definition-Produktionen auffällt, ist, dass das Bild trotz seiner Detailzeichnung meistens weitestgehend flach bleibt und es keine besonders nennenswerte Plastizität gibt. Das ist allerdings etwas, das man natürlich bei einem Film, der fast 30 Jahre auf dem Buckel hat, nur bedingt wirklich als Kritikpunkt nennen kann. Der Film repräsentiert sein Alter meiner Meinung nach absolut hervorragend, leistet sich dafür gar keine ansatzweise wirklich störenden Schwächen und wurde außerdem auf der Blu-ray hervorragend präsentiert und komprimiert. Denn, obwohl der Film mit einer Laufzeit von ca. 100 Minuten nicht wirklich überlang ist, hat man ihm eine BD50 spendiert, um hier nicht unnötig komprimieren zu müssen, was man, finde ich, bei dem Bild auch deutlich merkt, weil etwaige Kompressionsspuren, Block, Artefaktbildungen oder ähnliches machen sich hier bei diesem Bild definitiv zu keiner Zeit bemerkbar.
TODFREUNDE aka Bad Influence ist ein Film, den man so definitiv nicht jeden Tag sieht. Ein Film, der vor allem getragen wird durch seine hervorragenden Schauspieler James Spader und Rob Lowe, die sich nämlich wirklich einen hervorragenden Psychoterror liefern, vor allem in eine Richtung ganz besonders, wo nämlich eben dieses Spiel zwischen den beiden Akteuren wirklich absolut gelungen ist, das den Zuschauer eigentlich in seinen Bann zieht und spätestens ab der Hälfte der Filmlaufzeit wirklich in die Handlung fesselt. Und da hat der Film zwar ein klein wenig mit seiner Länge in der ersten Hälfte zu kämpfen, aber schafft es dann gegen Ende wirklich spannende, rasante und böse Unterhaltung zu liefern. Die deutsche Blu-ray von OFDB-Filmworks überzeugt mit hervorragender Bildqualität, zufriedenstellenden Ton und wird serviert in einem durchaus ansprechend gestalteten Mediabook. Bonusmaterial gibt es leider mit Ausnahme von einem Trailer keines. Dafür ist aber definitiv das Booklet von Thorsten Hanisch erwähnenswert und definitiv nach dem Filmgenuss dann auch lesenswert. Insgesamt bin ich mit der Mediabook-Veröffentlichung von TODFREUNDE sehr zufrieden und kann allen Freunden von Psychothrillern einen Kauf von diesem Titel definitiv empfehlen.